Hi, ich bin Martin von UT. In diesem Video zeige ich euch, wie einfach ihr bei einem Nikola E-Box mit Gates Carbon Drive Riemenantrieb und einem federnden Riemenspanner ein Hinterrad aus- und wieder einbauen könnt. Das funktioniert bei anderen Fullies mit federbelastetem Riemenspanner ähnlich. Unbedingt zu beachten ist, dass beim Nikola E-Box die Ausfallenden nicht verstellt werden dürfen. Diese sind werksseitig korrekt positioniert. Ein Verstellen der Ausfallendenposition führt zur Änderung des Spannverhaltens des Riemens und kann zur Überspannung und Schäden führen. Beachtet bitte bei Fahrrädern mit ähnlicher Konstruktion die Angaben des Radherstellers. Der Ausbau funktioniert folgendermaßen. Im Fall hier trennen wir zuerst die Steckverbindung der E14 Schalteinheit. Im Anschluss entspannt man die Halterung der Spannrolle und fixiert diese mit Hilfe eines geeigneten Tools, um den Riemen zu entspannen. Danach löst man die Achsverschraubung oder den Schnellspanner. Das Hinterrad kann nun vorsichtig nach unten aus der Öffnung der Ausfahrenden ausgeführt werden. Sobald die Achse das Ausfahrende verlassen hat, kann der Riemen von der hinteren Riemenscheibe abgenommen werden. Damit ist das Hinterrad ausgebaut. Der Einbau funktioniert in umgekehrter Reihenfolge. Man führt das Hinterrad vorsichtig in das hintere Rahmendreieck. Wichtig auch dabei, dass der Riemen nicht verdreht und gequetscht wird. Den Riemen auf die hintere Riemenscheibe auflegen. Die Achse in die Öffnung des Ausfallendes einführen. Die Achsverschraubung oder den Schnellspanner festziehen und die Halterung der Spannrolle aus der Fixierung lösen. Damit ist der Riemen entsprechend gespannt. Wenn vorhanden, den Schaltzug einhängen oder die Steckverbindung der E14 Schalteinheit wieder verbinden. Dann kann die Fahrt weitergehen. Bis zum nächsten Mal, euer Martin von UT.